Seid ihr alle soweit? Andersrum die Füße, bitte. Ihr lauft schon Bild, ne? Ton läuft. Flourishless Interview Take 1. Ja, wir sind Flourishless aus Mannheim. Wir sind ein Singer-Songwriter-Duo. Das ist Paul, ich bin Philipp und wir sind heute hier bei der Mathildenhöhe in diesem wunderschönen Holzdreieck und haben ziemlich coole Songs aufgenommen. Ein Holzdreieck? Eine Holzpyramide. Besser? Besser. Okay. Genau. Wir beide haben uns während dem Abi kennengelernt. Und Paul war damals im Schulchor, also bei mir war das so, ich hatte zu wenig Stunden gewählt und dann musste ich halt noch den Chor mit dazu wählen, dass ich noch 2 Schulstunden dazu hatte. Dass ich auf das habe ich auch so gemacht. Dass ich auf meine 32 Wochenstunden komme. Und Paul war damals der krasseste Bass und ich war halt ein krasser Tenor und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wir können ja mal zusammen Musik machen und dann war ich irgendwann mal bei ihm daheim und er hat Gitarre gespielt und ich habe gesungen und er hat gesungen und dann war alles cool. Und seitdem machen wir eigentlich Musik, also seit 2012. Und 2013 ging es dann richtig los. Und da waren wir, glaube ich, damals erst eine klassische Coverband, also wir haben nicht selbst geschrieben. Das hat sich dann alles erst so entwickelt im Laufe der Zeit. Und jetzt mittlerweile ist fast nur selbst schreiben und selbst entwickeln und eigenen Stil aufbauen und gucken, wohin der musikalische Weg führt. In unserer Musik spielen so viele musikalische Faktoren eine Rolle, also das geht von Jazz über Blues bis hin zu Pop, Deutsch, Pop und allem möglichen. Also da ist alles dabei, je nachdem, wie es uns gerade geht. Also wie die Stimmung ist, wenn Lieder geschrieben werden, oder? Ja, es ist schwierig, denke ich, zu sagen, genau dieses eine Genre bedienen wir. Aber im Allgemeinen ist es halt alles eher ruhigere, melancholischere Musik, die, also wir machen jetzt keinen Punkrock oder so einen Scheiß. Wenn es mal gut läuft, dann geht es so ein bisschen in Richtung Blues, wo es ein bisschen, aber sonst ist eigentlich mehr so Lagerfeuergitarre und schöne Texte und Melodien drüber. Now I'm falling to pieces, 'cause I can find one damn reason to stay anymore, and everything that I found. Es gibt definitiv eine Stimmung, wo wir am produktivsten sind, wenn wir die Songs schreiben. Und das ist, also man muss dazu sagen, dass meistens ich diese Songs schreibe, die wir spielen. Und dann mit Philipp zusammen das Endresultat quasi entsteht. Ich fange immer an und zusammen wird es dann ein Ganzes. Und tatsächlich, erstens ist es meistens nachts. Deswegen sind viele Songs auch leise, weil die Nachbarn sonst einfach gestresst werden. Und dann schreibe ich die besten Songs eigentlich, wenn es mir so richtig dreckig geht. Und das ist, glaube ich, aber bei vielen Leuten so. Oder vielen Schreiberlingen, Künstlern, wie auch immer. Weil, wenn es mir gut geht, habe ich meistens gar keine Zeit, Lieder zu schreiben, weil ich dann beschäftigt bin mit irgendwelchen schönen Dingen. Und dann nachts kommt der melancholische Paul zum Vorschein. Doch weil keiner aufsteht und geht, bleiben wir unzufrieden liegen und hoffen darauf, uns selbst zu besiegen, um uns irgendwann wieder zu lieben. Es gibt tatsächlich ziemlich viele Künstler aus verschiedenen Genres, die ich persönlich mag, also von klassisch Elton John, Bruce Springsteen bis zu den neueren Leuten. Da höre ich auch zum Beispiel gerne Ed Sheeran, das war voll der Mainstream, aber mag ich halt sehr gerne. Zurzeit ist einer meiner Haupteinflüsse Ben Howard, also der macht ja auch sehr, sehr krassen Scheiß. Wer es nicht kennt, unbedingt mal anhören. Super Typ. Ja, bei uns ist es, glaube ich, eher so, dass wir gucken wollen, dass wir unseren Musikstil verfeinern, dass wir genau wissen, wo wir stehen bei der Musik, dass wir wissen, was wir für einen Stil rüberbringen oder zumindest in welche Richtung das geht. Dass wir trotzdem möglichst viele Leute erreichen, weil das ist so das Hauptmerkmal. Also uns geht es eher um
eher um Texte als um schöne Melodien. Also wir wollen mit unseren Texten eher Messages rüberbringen und Geschichten erzählen und Leute helfen, mit gewissen Situationen umzugehen. Aber so groß in die Zukunft gedacht, ja, schon so. Einfach mal gucken. Ja. Also die Ambition ist eigentlich dadurch, ja, die Leidenschaft quasi fortzuführen und zu gucken, was draus wird. Wenn wir jetzt übermorgen berühmt sind, wird sich wahrscheinlich keiner von uns beschweren, aber wir werden auch weitermachen, wenn sich kein Mensch mehr für uns interessieren sollte. Was wir trotz allem nicht hoffen. Aber eigentlich machen wir es für uns und wir freuen uns immer, wenn andere Leute daran teilnehmen möchten. Okay, super. Dann könnt ihr nochmal reden, dass wir gelten können, ne? was gelb, groß und nicht schwimmen kann? Was? Was ist nicht gelb? mal ein richtiger Satz. Was ist gelb, groß und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Und warum? Ja, weil er nur einen Arm hat. Ja, es gibt auch Menschen mit einem Arm, die schwimmen. Ja, aber das ist ja ein Bagger. Paralympics, Ja, aber du das ist ein Bagger. Faschist. Was haben denn jetzt die Paralympics mit Faschismus zu tun? Alles?